Schauen wir auf die AfD. 20%, das beste Ergebnis, was Sie jemals eingefahren haben, Tatjana, muss man ja tatsächlich so sagen, aber dann doch nicht so viel, wie eigentlich erwartet. Hören wir mal rein. Alice Weidel, die Co-Vorsitzende, hat sich schon vor die Mikrofone gestellt. Liebe Freunde, wir haben ein historisches Ergebnis eingefahren. Wir waren noch nie stärker im Bund. Wir sind zweitstärkste Kraft geworden als Alternative für Deutschland und wir haben uns als Volkspartei nun fest verankert. Wir werden sehen, wie sich das Ergebnis noch im Laufe des Abends entwickeln wird, aber eins kann ich als Fazit für uns heute Abend festhalten. Wir haben alle gemeinsam, wir haben alle gemeinsam einen grandiosen Wahlkampf gemacht. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war toll. Soweit also die erste Reaktion von Alice Weidel. Wir bleiben bei der AfD, schauen zu unserem Reporter Gerrit Sebald. Gerrit, die Reaktion auf die Zahl. 20%, ja, man hat zugelegt, aber ich glaube, insgeheim haben doch viele bei der AfD geträumt, dass da doch noch eine Schippe mehr drauf kommen würde. Natürlich. Ja, Tatjana, vielleicht muss man hier ein bisschen was erklären, weil was hier passiert ist, ist doch bemerkenswert. Es gibt hier jetzt zwar AfD-Sprechchöre, wie wir gerade hören, aber man war wirklich überrascht und der Jubel war wirklich verhalten. Aber das liegt auch daran, dass man hier andere Zahlen hatte als die wir gerade gehört haben bei uns. Es gibt ja immer unterschiedliche Prognosen von unterschiedlichen Instituten. Hier war die AfD, also das, was die Gäste hier angeschaut haben, unter 20%, kam auf 19,5%. Aber was noch dazu kommt, bei der Prognose hier waren weder das BSW noch die FDP im Bundestag. Sie waren unter 5%. Das heißt, hier wurden dann auch schon die Koalitionsmöglichkeiten vorgestellt von den Instituten. Und da gab es dann plötzlich eben eine Mehrheit für die Große Koalition. Und das hat die Stimmung auch noch mal runtergezogen. Also die Zahlen, die hier gezeigt wurden, die die AfD hier gesehen hat, die haben dafür gesorgt, dass die Stimmung hier wirklich verhalten war. Das muss man wirklich so betonen. Also der Jubel, der war nicht lang. Und man hat es auch Alice Weidel und Tino Chrupalla angemerkt bei ihren Reden, dass man hier regelrecht konsterniert war. Man hat dann natürlich auch die Punkte gesagt, die ja auch offensichtlich sind, die man ja auch sagen muss. Und zwar, sie haben sich verdoppelt zur letzten Wahl. Sie sind jetzt zweitstärkste Kraft. Das kann man ja auch nicht wegreden. Sie haben auch noch mal betont, ihre Hand sei ausgestreckt. Damit ist natürlich die Union gemeint. Und sie haben auch das gesagt, was ich vorher schon prognostiziert habe. Sie haben gesagt, wir schauen jetzt auf die nächste Wahl, weil wenn die Union jetzt eben Wahlbetrug, wie Sie sagen, an den Wählern begehen würde und mit einer linken Partei koalieren würde, dann wäre die AfD eben bei der nächsten Wahl die stärkste Kraft und würde die CDU, die Union, überholen. Robin, das ist ja die interessante Frage. Also die AfD, man hat ja wirklich damit gerechnet, in den Umfragen bei 20%, dass sie vermutlich mehr machen würde. Wie würdest du das Ergebnis der AfD sehen? Ist es tatsächlich eine Wahl, die sich erst 2029 niederschlagen könnte? Nein, Alice Weidels Gesicht hat ja anders ausgesehen als das, was sie gesprochen hat. Also für die AfD war viel mehr drin. Ich meine, besser kann es ja nicht laufen. Ich meine, der US-Vizepräsident der USA reist nach Deutschland und macht AfD-Werbung, die ganzen Anschläge und. Und mehr kannst du so. Und was ihnen ja nicht gelingt, ist, was vielen anderen Rechtspopulisten gelungen ist, aus diesem Turm auszubrechen, gesprächsfähig zu werden. Und wenn Frau Weidel eine starke Vorsitzende wäre, würde sie mit den Leuten reden und sagen, könnt ihr mal aufhören, so einen Unsinn über die deutsche Vergangenheit zu erzählen? Könnt ihr aufhören, diese Kinderschreck da zu spielen, den sie teilweise spielen. Und das gelingt ihr nicht. Sie ist keine Meloni. Die AfD radikalisiert sich weiter. Und für Friedrich Merz stellt sich überhaupt keine ernsthafte Debatte. Wenn der heute Abend sagen würde, und ich formuliere hypothetisch, ich habe es mir überlegt, wir machen mit der AfD zusammen, dann würde der von seinem eigenen Vorstand abgesägt. Ja? Und das ist ja für die AfD, was hat sie denn jetzt gewonnen? Sie kann wieder schmissige Reden halten im Parlament. Ja? Also das ist für das, was drin war und in welcher Lage das Land ist und wie schlecht die Stimmung ist das für eine rechtspopulistische Partei kein gutes Ergebnis.